Da ist er, der neue Tucson als Facelift, auch ein Produkt aus dem Jahre 2018 mit 5 Jahren Garantie. Und das Facelift, das kann sich wirklich sehen lassen. Der Tucson ist so angesiedelt, sage ich jetzt mal, leicht von der Größe unter dem Santa Fe. Richtig, zwischen Kona und dem Santa Fe. Das ist so unser C-SUV-Segment. Das ist ja D-SUV Santa Fe, das ist C-SUV. Also ich zeige es mal kurz von der Größe. Das ist der Tucson. Der ist schon groß, muss man sagen. Das ist so, sage ich mal, so der, ich sag mal, der Q3, kann man so sagen, unter den... Kann man vergleichen, ja, ist von uns, Von der Größe. wie gesagt, von der Größe her, unser Q3. Okay. Ich hab's mal. Und das wäre praktisch so der Q7, sage ich jetzt mal, so von der Größe. Das ist denn der große. Kann man das sagen ungefähr? Kann man sagen, auf jeden Fall. Ist dieselbe Klasse. Okay. Und der kleine wäre dann, dass man es so ungefähr mal sieht. Also das ist jetzt keine Wertung an die Kollegen von Audi. Ihr baut tolle Autos, aber das ist jetzt ein Hyundai. So, hier haben wir ihn. Und das Facelift hat sich wirklich deutlich sichtbar gezeigt, denn wir haben das ganz neue Erscheinungsbild von Hyundai. Richtig, unser weiterentwickelter Kaskadengrill ist jetzt hier in der höheren Ausstattung mit der Chromumrandung, auch mit den Chrom-Zierleisten. Vom Design her hat sich ein bisschen die Lampen geändert, die Stoßstange ist ein bisschen anders. Was sich hinten geändert hat, wenn wir mal gerade rumgehen, ist einfach auch nochmal die Position von den Lampen, die ist ein bisschen anders. Die Lampen an sich wirken moderner. Wir haben jetzt die Reflektoren, die waren früher in der Stoßstange, die sind mit in der Heckklappe drin, dass es ein schöneres Bild ergibt. Ja, das war eigentlich von außen schon so die größten Änderungen. Was sich wirklich großartig verändert hat, ist der Innenraum. Das würde ich euch gleich gerne mal zeigen. Das machen wir direkt mal. Wir fangen vorne an. Ja. Wenn du mal einsteigst auf der Fahrerseite, ich mache hier auf. So, das ist jetzt ein sehr sportliches Ambiente von dem Auto hier. Wir haben alles schwarz in schwarz gehalten. Also es ist sehr, sehr sportlich. Auch das tolle Grell-Soundsystem ist hier eingebaut. Das heißt, das macht richtig Wumms, oder? Wie beim Santa Fe, also Grell ist ein Begriff in Amerika, ist einer von den besten Herstellern dort, was Audiosysteme angeht. Wir haben hier einmal eine große Senderbox, hinter dem Kofferraum noch ein Subwoofer. Wir haben die Hochtöner hier an den Seiten, die großen Boxen. Also der Ton ist wirklich klasse in dem Auto, definitiv. Als Quelle kann ich natürlich auch einen Radioplayer nutzen. DAB Plus ist automatisch mit eingebaut. CarPlay ist mit drin. All das kann man hier live erfahren. Es geht ja erstmal darum, das Auto mal zu zeigen, so vom Innenraum. Die Haptik ist ganz erhaben. Wir haben jetzt hier abgesteppte Nähte in Leder. Das ist noch nicht die höchste Ausstattung hier? Nein, das ist jetzt der Style mit 2, 3 Zusatzpaketen. Es gibt noch den Premium, dann hat er auch noch Ledersitze mit kühlbaren Sitzen. Ja, das ist, sage ich mal, jetzt die gehobenere Ausstattungsstyle. Wir reden über welchen Preis hier bei dem Auto? Das Star-Auto kostet um die 33.000 Euro. Also kein großes Geld, muss man sagen, für so ein Auto in der Klasse. Für das Auto in der Klasse gegenüber den Konkurrenten ist das wirklich ein klasse Preis. Mit 5 Jahren Garantie, ohne Kilometerbegrenzung. Wie es immer bei Hyundai ist, das kennt ihr ja mittlerweile. So, da sieht man auch nochmal, hier oben habe ich natürlich die Ladefunktion mit drin. Ich habe hier auch dieses QI, das heißt, ich lege also mein Handy einfach nur hier unten rein, dann wird es, wenn es drahtlos geladen werden kann, drahtlos geladen. Genau, wenn das Handy das kann, wird es drahtlos geladen über den QI-Standard. Ich lege es einfach hier in die Ablagefläche, was passend für eigentlich jedes Handy ist, und es wird geladen. Automatik hier drin? Das ist ein 7-Gang DCT, also ein Doppelkupplungsgetriebe. Von der Fahrbarkeit her wirklich sehr, sehr schön. Ich habe halt einen Aspekt zwischen Schaltgetriebe und Automatikgetriebe. Ich merke noch ein bisschen die Schaltvorgänge. Das ist wirklich eine schön abgerundete Sache. Ich habe auch keinen Schlupf. Das heißt, also es fährt sich eigentlich wie ein normales Schaltgetriebe vom Verbrauch. Vom Verbrauch her ist es nochmal gegenüber einer Wandelautomatik ein bisschen besser. Vom Verbrauch her würde ich sogar über die 7 Gänge sagen, dass es sogar vom Verbrauch her genau wie beim Schaltgetriebe ist. Auch hier kann ich wählen sportlich, kann also verschiedene Fahrmodi wählen. Richtig, Eco, Normal und Sport, das ist kein Problem. Ja, verändert sich ein bisschen die Charakteristik vom Motor. Grundgenerell wirklich eine gute Sache. Drive Mode, hier unten sieht man es. Genau. Ich habe auch, ich sag mal, wenn ich jetzt runterfahre, einen Berg, eine Bergabfahrhilfe. Richtig, für steile Pässe. Ich fahre Beispiel nach Österreich, fahre irgendwo einen Pass runter und kann somit halt die Bremsen schonen, weil er halt automatisch ein bisschen mitbremst über den Motor. Genau. So, ja, dann können wir nochmal aussteigen. Dann zeigen wir mal gerade die Versatilität, denn ich zeig's dir mal gerade hier, die Bremse ist hydraulisch, das ist beziehungsweise automatisch, brauche ich nichts mehr ziehen. Das ist aber so, ich sag mal so in dem Segment durchaus Standard. Habe ich aber in anderen Autos schon mal gesehen,
dass dort durchaus auch schon mal eine Handbremse gezogen werden muss. Das kann es geben. Gibt Je es nach bei Ausstattungsmerkmal. je nach Ausstattungsvariante natürlich auch mit der normalen Handbremse. Jetzt beim Automatik ist es halt so, dass man das so zusammen verbaut, weil man dann halt einfach in der Mittelkonsole mehr Platz hat und es geräumiger ist. Das heißt, lieb, mach mal auf. Privacy-Verglasung ist hier Standard. Das kann man auf Wunsch noch mehr abtönen lassen, wenn man es ganz schwarz haben will. Das ist möglich, aber das ist schon sehr dunkel. Das ist schon sehr dunkel. Natürlich gibt es immer Varianten, die man es noch dunkler machen kann. Bieten wir auch an. Gibt es 3 verschiedene Stufen, wo man es tönen kann. Aber grundgenerell ist es so schon sehr, sehr gut. Also wenn ich will, dass hier tagsüber niemand reingucken kann, dann kriege ich das bei euch. Das ist kein Problem. So, hier sieht man es auch mal. Also das ist ungefähr, wie man es sieht. Wie Sie sehen Sie gar nichts. Es ist komplett hier verdunkelt. So soll es auch sein. Da haben die Kids auch wenig Stress. Dann habe ich hier, wenn du mal kurz die Tür aufmachst, bitte. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie die Verarbeitung ist hier im Innenraum. Also hier ist nochmal das Krell Soundsystem auch hinten drin. Richtig. Also für einen richtig tollen Klang. Und hier sieht man auch, das ist die Verdunklung innen außen. Sieht man sehr schön. Also ein toller Effekt. Und hier habe ich richtig Platz. Steig mal bitte ein. Lass mal sehen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, auf der rechten Seite ist ein kleiner Hebel, der ist ganz praktisch. Hier kann ich nämlich die Sitzposition. Jetzt ist natürlich. Aber wir machen die mal gerade raus. Richtig. Genau, wir machen das mal raus, dass wir das mal zeigen können. Man kann nämlich so eine Art Schlaf-Liegeposition einstellen. Das ist gerade, wenn man Kinder hat, kann Also man wie diese. gesagt, wir haben hier die Möglichkeit halt die Ablage beziehungsweise das Gepäcknetz ein bisschen weiter zurückzumachen. Dann kann ich halt auch, ich zeige es euch mal gerade, das sieht man von hinten, denke ich, besser. Den Sitz halt wirklich zu legen und das geht hier Genau. wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich es euch mal zeigen darf, Genau, ich steig mal kurz ein. ich jetzt rein, ich mache noch die Kopfstütze ein bisschen hoch und dann kann ich wirklich sehr, sehr gut und entspannt. Felix, ich komme mal kurz auf die andere Seite. Bleib mal da sitzen. Dann zeige ich euch mal gerade, das ist jetzt gerade die Liegeposition. Komm mal hier rein. Und das ist ein ganz tolles Feature, was man wirklich zeigen muss. Ich habe jetzt eine richtig tolle Liegeposition. Mach mal gerade steil, bitte. So, das wäre jetzt, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe. Jetzt habe ich schon richtig liegen. So, das wäre jetzt sagen wir, normale Sitzposition. Und wenn du lieb bist, einmal nochmal zurück. Gerne. Also ist wirklich viel Spiel, also finde ich immer eine gemütliche Position auf jeden Fall. Genau, das kann ich auch umsehen. Hier ist natürlich Standard, ist hier die Sitzarretierung easy. Das ist Isofix, genau. Die Sitze werden hier, die Kindersitze werden hier durch festgemacht, sind halt die sind halt verriegelt hinten dran, das heißt, der Kindersitz kann nicht mehr irgendwie runterfallen. Ist auch Standard, muss man sagen. Also ist wir erwähnen das nur, Standard, genau. ist drin, aber gerade jetzt für Familien, wir sprechen ja immer noch über knapp über 30.000 Euro hier bei dem Auto. Felix, also lieb, komm noch mal kurz raus. Dann haben wir die Möglichkeit, auch mal die Sitzbank umzuklappen, dass man mal den Laderaum sieht. Da hat man schon so ein... Richtig. Ich gehe gerade nach vorne, klappe es um. Und dann ist auch wieder eine ebene Ladestelle. So sieht das aus. Das kann man auch geteilt machen. Aber auch hier habe ich einen richtig tollen, großen Laderaum, wo ich auch mal zum Baumarkt fahren kann. Genau, kann ein bisschen was einladen. Ist vom Volumen her einer von den größten in der Klasse. Ist auch vom normalen Kofferraumvolumen her sehr, sehr gut. Unten drunter, wie bei Hyundai bekannt, der doppelte Boden. Da ist auch wieder die Möglichkeit, halt jetzt sage ich mal, den Verbandskasten, Warnträgen so unterzubringen, ohne dass es im Kofferraum stört. Und hier unten drunter ist auch noch ein bisschen was. Okay, das heißt, hier könnte ich zum Beispiel Sachen reinlegen wie Handschuhe, ganz unten drunter, also die ich jetzt wirklich nicht so oft brauche, Pannensets, keine Ahnung, was man also braucht. Vor allen Dingen kann ich auch diesen Boden hier, ich ziehe das zurück, dann kann ich das ein bisschen anders da positionieren. Ich muss das Reifenkit ein bisschen anders da legen, dann mache ich das hier so drüber und dann habe ich einen tieferen Boden. Etwas tiefer, dann ist zwar die Ebene nicht mehr ganz gerade, aber ich habe etwas mehr Nutzraum. Das ist jetzt halt interessant, wenn es nicht umgeklappt ist, sondern wenn ich jetzt auf den Flughafen fahre, habe ein bisschen höheren Koffer, kann ich ihn reinstellen, das passt dann. Da können Zentimeter schon entscheiden. Richtig. So, jetzt machen wir mal was Besonderes. Macht es mal kurz zurück. So einfach ist das. Einfach hoch, zumachen, Ende. Mach mal kurz vorne auf, bitte, die Haube, dass wir mal reingucken. Denn was Besonderes bei euch, alle Autos bei euch haben im Dieselbereich 6D Temp.
Ihr erwähnt schon kaum mehr, weil bei euch ist das Standard. Aber wir haben es jetzt mal gesagt, alle Autos mit 6D Temp. Alle Autos mit 6D Temp, wie gesagt, nach dem neuen WLTP-Zyklus. Es gibt ja Unterschiede, es gibt Euro 6D Temp und es gibt Euro 6D Temp nach dem WLTP-Zyklus, was bei uns der Fall ist. Der Unterschied ist, dass halt die Emissionen auch noch in einem echten Fahrbetrieb ermittelt werden. Ohne die darf ich nicht WLTP auszeichnen. Okay, das heißt also hier ist die Luft fast so sauber, ich könnte sie atmen. Ich sage mal jetzt ja, also nee, nicht ganz, aber das ist wirklich so die sauberste Variante, was es mittlerweile gibt. Euro 6D Temp ist wirklich der nächste hohe Standard. So, du hast viele Autos gesehen. Ihr seid ja bei den Schuhmännern, habt ihr Benzin im Blut? Ist das ein toller ein toller Motorraum? Das ist ein toller Motorraum, schön aufgeräumt. Ist jetzt eine Besonderheit, das ist der neue 1,6 Liter Diesel mit 136 PS. Es gibt natürlich auch noch den 2 Liter mit 185 PS. Ja, also das ist jetzt der ganz neue Motor. Mit diesem super Getriebe, wie viele Gänge hat er? 7-Gang Doppelkupplung. 7-Gang-Getriebe, da geht er doch, oder? Der geht nicht schlecht. Also das Auto hat schon eine gute Leistung, hohes Drehmoment, was bekannt ist für die Diesel. Ja. Aber ist auch hier im Kofferraum alles sehr, sehr wertig gemacht. Also die haben ja nichts gespart. Also wenn ich hier reingucke, zum Beispiel hier die Abdeckung, das Ganze, das wirkt wie aus einem Guss. Ich muss dich noch mal korrigieren, es ist der Motorraum, nicht der Kofferraum, aber meinte ich. Ist wirklich sehr hochwertig gemacht. Wie gesagt, sehr aufgeräumt. Also das ist ich zeige mal hier die der Standard. Die Luftansaugung, die kommt hier vorne durch, Genau. geht hier vorne rein. Also da ist doch das Herz, geht einem auf so ein bisschen, oder? Richtig, vor allen Dingen kurze Wege, was das Ansprechverhalten noch mal verbessert. Im Motorraum. Richtig, So, im Motorraum. Nicht im Kofferraum. So. Und ja, also wie gesagt, das ist sehr aufgeräumt, sehr modern und wie bekannt bei Hyundai sehr gute Technik. So, ich halte noch mal ganz kurz auf die Verbrauchswerte, ganz, ganz wichtig. Hier haben wir Ihnen den Tucson 1,6 Liter Diesel als Zweirad getrieben, als Fronttriebler, nehme ich an. Das ist jetzt ein Fronttriebler, gibt es natürlich auch als Allrad. Gibt es sehr, sehr viele Varianten. Wir haben 2 Benzinmotoren im Angebot, ein 1.6er mit 135 PS und ein 1.6er Turbo mit 177 PS. Diesel gibt es den 136, 185 PS. So, haben wir die Verbrauchswerte auch mit drin. Das ist A. Also er fährt mit, was steht hier, mal kurz gucken, 4,9 Liter kombiniert, da kann man sich nicht beschweren. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Und vor allen Dingen sind die, wie gesagt, die neuen WLTP-Werte viel näher an der Wahrheit. An der Wahrheit dran, genau. Nicht so, ich kaufe mit 4,9, am Schluss hat er 7. Nee, ich sag mal so, wenn ich natürlich gut Gas gebe, das geht mit dem Auto, dann bin ich auch schon mal bei 7 Liter, wenn ich ihn richtig trete. Aber normal 5 Liter ist okay. Also ich sag mal, die 7 zu erreichen, muss ich schon wirklich einen heißen Fuß fahren. Also so 5, 5,5 ist echt ein Wert, wo ich auf jeden Fall, egal wie ich fahre, erreichen kann. Okay, das kann man auch hier testen. Das Schöne ist dabei, wenn man ihn fährt, ihr habt ja die Möglichkeit, die Verbrauchsanzeige anzumachen, kann man zum Beispiel mal eine Fahrtstrecke fahren, einfach mal durch die Stadt, einfach mal düsen. Die Verbrauchswerte werden dann kumuliert angezeigt und die sind relativ echt. Die sind 100%ig echt, wird live gemessen. Ihr habt dann eine kumulierte Info für genau die Strecke. Beispiel jetzt für einen Arbeitsweg, kann ich schauen, was verbrauche ich. Ja, kann ich mir anzeigen lassen. Prima. Also das Facelift, hier haben wir ihn. Da ist er, der neue Tucson als Facelift 2019. Ist jetzt Modelljahr 19, er ist jetzt schon Ende 18 auf den Markt gekommen, aber das muss es ja auch, dass er 19 auch schon für euch bereitsteht. So, da ist der Santa Fe, hier steht er, nochmal der große Bruder daneben, da haben wir auch ein Video gemacht, könnt ihr euch angucken. Das wäre denn für alle, die sagen, hey, ich will es nochmal ein bisschen luxuriöser, nochmal ein bisschen größer, auch ein bisschen teurer. Ja, aber dafür ist es auch nochmal ein gutes Stück mehr Fahrzeug. Der Tucson ist schon wirklich sehr, sehr gut, aber der Santa Fe, das ist halt das Premium-Modell von Hyundai. So, ich zeige noch mal kurz die Verbrauchswerte, nicht, dass uns irgendeiner da was Böses will. Also 52.200, Hauspreis 48,94 hier mit Zulassung allem drum und dran. Und auch hier habe ich 6,3 Liter in dem Fall und die B-Effizienzklasse. Und hier steht dann noch mal, wie er leibt und lädt, der neue Tucson 2019 Modell. Hier ist Felix Schumann, wo findet man euch? In Saarbrücken-Burbach in der Gerhardstraße. Wir sind von 8 bis 18 Uhr für euch da. Kommt einfach rein, wir sind gerne für euch da. Genau, ihr macht das Ganze seit über 30 Jahren, seid einer der ersten Hyundai-Händler Deutschlands, verkauft auch nur Hyundai. Richtig, einer von den ersten der Hyundai-Händler in ganz Deutschland. Wir machen das mit Passion, wir leben Hyundai, kommt vorbei, ihr sind bei uns immer in den richtigen Händen. Auch ein großer Familienbetrieb, also Schumann ist kein Zufall, dass du so heißt, sondern du bist der Sohn? Nee, ist ein Zufall, nee, ich bin der Sohn, ganze Familie ist bei uns im Betrieb,
wirklich noch ein echter Familienbetrieb und wie gesagt, ihr seid bei uns in sehr, sehr guten Händen. Genau, Leasing, Inzahlungnahme, egal was, das könnt ihr alles kriegen. Bringt euer einfach euer Auto mit und macht eine Probefahrt. Danke. Also Probefahrt, wie gesagt, gerne machen. Alle Autos stehen für euch bereit. Wir haben verschiedenste Ausstattungen zum Fahren, verschiedenste Motoren. Wie gesagt, kommt einfach rein, fühlt euch wohl, fährt unsere Autos. Wir machen auch gerne ein Angebot für eure alten Autos, das ist kein Problem. Danke, Felix.